Los geht's! Wunderschön! Guten Morgen! Wir sind jetzt gestartet an unserer Homebase. Und jetzt geht's auf die erste Tour, Freitagstour. Und der erste Weg führt uns nach Wusterhausen, Dosse, zum DDR Zweiradmuseum. Einmal durch die wunderschöne Prignitz. Ich habe schon mal eine Straße rausgesucht, ey. Ich bin die Strecke leider selber vorher gar nicht abgefahren. Ich hatte keine Zeit dafür. Ja. Jedenfalls ist das Wetter heute total auf unserer Seite. Die nächsten Tage soll es echt trocken bleiben. Das wäre die erste JHV, die ich erlebe, die von Anfang bis Ende trocken sein könnte. Wir wollen mal die Tag nicht vor dem Abend loben, aber es sieht gut aus. Vorne ist er gleich. Nach dem Besuch des DDR Zweiradmuseums haben wir uns jetzt auf den Weg gemacht nach Tangermünde. Dort werden wir einen kleinen Happen essen. Wir werden unten am Stadthafen parken und dann ein paar Schritte in die Altstadt machen, weil in der Altstadt selber ist das Parken dann doch sehr begrenzt. Ja, die Straßen sind jetzt hier nicht besonders spektakulär, aber dennoch landschaftlich sehr reizvoll. Jetzt über teils große Bundesstraße, wieder teils Nebenstraße bis nach Tangermünde. Fahrzeit ungefähr 1 Stunde 15. Und nach dem Mittag werden wir dann nochmal einen kleinen Abstecher machen zur Plattenburg, dem gleichnamigen Ort. Die Plattenburg ist die älteste erhaltene Wasserburg Norddeutschlands.
Und von da geht es dann über die Tankstelle wieder zurück zur Unterkunft. Also das DDR Zweiradmuseum, das hat mich schon doch sehr positiv überrascht. Ist immer mal ein Besuch wert. Zahlreiche Ausstellungsstücke von Hand auf restauriert, gut erhalten. Und da geht es wirklich von Anfang bis Ende der DDR wirklich alles, was sich um Zweiräder dreht. Fahrräder, Roller, Mopeds und Motorräder, alles, was wir so in der DDR rumfleuchen hatten da. Also kann ich echt nur empfehlen. Der Eintritt ist frei, ja. Es wird natürlich um eine kleine Spende gebeten. Also wenn du da beeindruckt bist, dann kannst du hinterher eine Spende dalassen. Wir haben alle auch dort was in die Kasse geworfen, bevor wir weitergefahren sind, weil es wird auch ausreichend umfangreich erklärt und das ist ja das Schöne an diesen kleinen Museen, ja, wenn man da drinne ist, dass man wirklich da eine 1A-Führung bekommt mit Erklärung und so weiter. Viel besser als in diesen großen Museen, wo du dir das selber erlesen musst. Ja, da ist das in diesem kleinen Museum schon echt toll. Und wenn da mal in Wusterhausen an der Dosse ist, sollte sich das auf jeden Fall nicht entgehen lassen. Ja, also kann man echt nur eine Empfehlung aussprechen.